Jetzt ist es offiziell. Es gibt einen Nachfolger der legendären Säge GTS 10 XC. Hier seht ihr das Bild. Ich habe mir die Säge angeschaut und in diesem Video schauen wir uns genau an, was kommt 2026 auf uns zu. Und ich sage euch, die Säge wird der Hammer. Vor wenigen Tagen stand ich auf der Bosch Pro Experience und da stand sie, endlich, der Nachfolger der GTS 10 XC. Und ich möchte dir heute schon alles mitgeben, was ich gesehen habe, und ich habe eine ganze Menge schon rausbekommen, das hier heute in diesem Video. Und ja, die Säge habe ich heute noch nicht da, aber du siehst hier schon mal die Bilder und ich kann dir schon mal einiges mitgeben, was sie eben alles kann, und auch zwei Vermutungen, aber da komme ich gleich erst dazu. Denn diese Säge gibt es 2026 und wir sehen hier mit der GTS 10 XC, also mit dem Nachfolger, wie immer sie heißen wird. Hier ist es so, dass wir das absolute Top-Produkt haben, nämlich die Expert Line. Und da sehen wir auch schon die erste Änderung, nämlich du siehst hier ein anderes Design. Wenn wir uns die Oberflächen anschauen, sind sie nicht silbern, sondern sie sind schwarz. Ja, wir haben eher so eine schwarz-rote Optik vom Expert Design. Dann sehen wir eine andere Sache, nämlich die neue Säge hat genau dasselbe wie, also der Nachfolger der GTS 10 XC hat genau dasselbe wie die hier. Die hier ist ja auch ganz neu, aber das ist ja die kleine Variante, die in vielen Funktionen weniger hat als der Nachfolger. Was wir aber sehen, ist das hier, Zahnstangenantrieb oder Zahnstangen, Parallelanschlag, nennen wir es mal, das haben wir hier bei der Säge auch. Was wir aber auch sehen, wenn wir jetzt hier mal ein, zwei Bilder weitergehen, ist Folgendes. Wir haben eine amtliche Breite. Denn wo wir hier nur 62 cm haben, habe ich vor Ort, es ist immer weiter und weiter ausgezogen, und wir sind nach meiner Erinnerung so bei irgendwo zwischen 80 und 83 cm rausgekommen. Das heißt, wir haben nochmal eine andere Breite und können wirklich große Teile hier entsprechend durchschieben. Der Anschlag, den wir hier sehen, ja, bei der Säge und dem Nachfolger, also der neuen Säge, sage ich mal, ist entsprechend gleich. Also da gibt es keine Änderung. Was wir jetzt auch erstmal auch nur mutmaßen können, aber schon eine Riesenänderung sein wird, ist Folgendes. Und zwar, wir sehen ja bei der GTS 10 XC, Staubabsaugung ist ein Problem. Das wissen wir alle, und das ist wirklich eine Säge, wo wirklich unwahrscheinlich viel Staub drumherum gelandet ist. Wir haben vor kurzem einen Test gemacht mit der Säge, wo wir gesehen haben, das ist ein richtig geniales Ergebnis. Wir haben hier ein super Ergebnis gehabt, sehr, sehr wenig Staub, der übrig geblieben ist, und das wird bei der neuen Säge wahrscheinlich genauso sein. Kommen wir zum nächsten Thema, und das ist das Thema Schiebeschlitten. Denn bei der GTS 10 XC haben wir ja Folgendes, der Schiebeschlitten, ja, den wir hier ausfahren können, so, oder benutzen können. Da haben wir ja folgendes Thema, ja, er wackelt. Ja, das heißt, wir bekommen damit keinen absolut rechtwinkligen Schnitt hin, ja, wenn wir den jetzt hier benutzen. Rein, raus, ist so, dass wir so ein bisschen, das Ganze ein bisschen wackelig haben. Bei der neuen Säge ist das nicht so. Ja? Da ist es so, dass das war das erste, was ich in der Hand hatte, Moment, das will ich sehen, und habe das komplett rausgezogen, habe ein bisschen dann rumgewackelt, habe es reingeschoben und so weiter und so fort. Also bei dem Modell, man muss ja sagen, das ist ein Vorserienmodell, war es so, der Schiebeschlitten ist drin, das kann man schon mal sagen, und er ist wirklich spielfrei gelaufen. Das fand ich gut, also richtig schön rein, raus, wunderbar. Auf dem Schiebeschlitten sehen wir den Winkelanschlag, und auch der ist eine Erweiterung des Anschlags, den wir hier haben. Denn dort ist es so, das sieht man ja auch auf den Bildern schön, wir haben hier, das Teil hier ist länger, ja, nochmal deutlich länger. Und was ich mir aber auch vor Ort angeschaut habe, ist Folgendes. Wir haben das hier, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Diese 3 Exzenter haben wir dort auch, sodass wir das spielfrei einstellen können. An dem Moment, und ich habe es wirklich ausprobiert, ist es so gewesen, dass ich wirklich auf dem Schiebeschlitten den Anschlag drauf hatte, habe das ausprobiert und konnte wirklich sehr, sehr gut arbeiten und hatte kein dieses Hin- und Her gewackelt. Das gab es einfach nicht mehr. Bei der Tischgröße würde ich übrigens sagen, das war ähnlich der hier. Ich hatte leider in dem Moment keinen Zollstock dabei, aber wir haben hier so zwischen 75 und 80 cm hat die Säge auch, und wir haben hier auch wieder rund 60 cm Tiefe. Was wir auch sehen, und ich glaube, das sieht man auf den Bildern hinten auch, wir haben genauso wie bei der Säge auch hinten wieder eine Ablage, die man rausziehen kann, wo Objekte entsprechend drauf sind. Auch das macht einen etwas solideren Eindruck, beziehungsweise den Eindruck, dass es weniger hängt, beziehungsweise auch besser geführt ist. Also da fand ich schon, das war eine tolle Sache. Und jetzt müssen wir zu einer Sache kommen, die wirklich interessant ist, nämlich der Schnitthöhe. Und da ist es so, dass Bosch die Schnitthöhe angibt mit, also zumindest da vor Ort,
ja, haben die Kollegen gesagt, das wird so um die 100 mm Schnitthöhe sein. Das heißt, 100 mm nach oben können wir dort schneiden. Und das ist wirklich amtlich. Heftig, heftig, heftig. Beim nächsten Mal nehme ich einen Zollstock mit. Ich hätte nachmessen sollen. Aber wir haben hier eine Schnitthöhe von rund 100 mm. Und da kann ich mir überlegen, was kann man da noch alles drauf schneiden? Braucht man das überhaupt? Auf jeden Fall setzt diese Säge mit der Schnitthöhe nochmal ganz neue Dimensionen. Denn der direkte Konkurrent der großen Säge wäre ja die große Dewalt. Und die große Dewalt schneidet, glaube ich, in der Höhe nur bis 77 mm, die Säge entsprechend mehr. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten wie den Schalter und ein bisschen hier, ein bisschen da, aber das ist nicht weiter der Rede wert. Ich persönlich glaube aber, dass es die neue Säge in 2 Varianten geben wird. Und zwar Variante 1, das, was du auf dem Foto siehst. Das ist meine Vermutung, nicht bestätigt, aber ich vermute, genauso wird sie kommen als Expert. Dementsprechend Expert, das Top-Gerät, das Beste, was es gibt, wird aber dementsprechend auch eher im oberen Preissegment sein. Ich glaube, dass wir eine Säge sehen werden, die noch ein Segment drunter ist. Das heißt, eine Säge, die genauso aussieht, eigentlich dasselbe kann, die aber vielleicht etwas abgespeckt ist. Dass zum Beispiel hier der Schiebeschlitten nicht dabei ist und wir dann einen anderen Preispunkt haben. Aber das ist nur meine Vermutung. Ihr seht jetzt also, es kommt wirklich etwas echt Geniales auf uns zu. Also wenn ich mir das Ganze hier angucke, das ist eine Säge, wo ich mich riesig darauf freue, es mit euch zu testen. Und ihr schreibt mal gerne eure Meinung und eure Kommentare unten in die Kommentare natürlich. Und ja, ich weiß, es ist immer cooler, wenn ich es hier habe, aber das sind Neuigkeiten, die möchte ich euch unbedingt mitgeben. Und das ist für mich auch dieses Video wert. Denn das, was da auf uns zukommt, ist quasi eine Sägenrevolution. Oder seht ihr das anders?